Ghosten ist keine Lappalie. Ich kriege ja kein Feedback. Und was machen Gehirne dann? In die Lücke des fehlenden Feedbacks packt man negative Annahmen über sich selber. Klar, ich bin ja auch zu klein, liegt an meiner Nase, liegt an der Korpulenz, ich bin halt nicht liebenswert und lustig. Das stimmt nicht. Man wird geghostet, weil jemand die App gelöscht hat, in wen anders verliebt ist, eingesehen hat, dass man erstmal an sich selber arbeiten will, weil man sich missverstanden hat, alles Mögliche. Wahrscheinlich nicht dieses eine Narrativ, was man über sich hat. Der Kern sind schon die Dating-Apps. Sind es die Dating-Apps? Nein. Mindseed mit Leon Heimann. Ich finde Dating faszinierend, weil kaum ein Bereich unseres Lebens so viel über uns selbst aussagt. Genau damit beschäftigt sich Dr. Johanna Degen. Sie forscht seit Jahren zu Dating, Beziehungen und den psychologischen Dynamiken dahinter. Und sie sagt, viele Probleme beim Kennenlernen entstehen nicht zufällig, sondern folgen Mustern, die uns oft gar nicht bewusst sind. Wir sprechen darüber, warum wir uns immer wieder zu den falschen Menschen hingezogen fühlen, weshalb moderne Dating-Apps vieles einfacher, manches aber auch deutlich komplizierter machen und warum wir im Dating häufig Entscheidungen treffen, die gar nicht zu dem passen, was wir uns eigentlich wünschen. Ich wollte Johanna unbedingt einladen, weil Dating heute für viele Menschen gleichzeitig viele Möglichkeiten bietet, so wie nie zuvor, und trotzdem fühlen sich viele orientierungslos, frustriert oder bleiben in denselben Beziehungsmustern stecken. Mich hat interessiert, was die Wissenschaft darüber wirklich weiß und was wir daraus für unser eigenes Liebesleben mitnehmen können. Wenn du verstehen möchtest, warum Dating oft weniger mit Zufall zu tun hat, als wir glauben, und wie du ungesunde Muster erkennst und worauf es beim Aufbau einer gesunden Beziehung wirklich ankommt, dann wirst du aus dieser Folge einiges mitnehmen können. Und wenn dir Gespräche wie dies hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge mit Johanna Degen im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Johanna, wir möchten heute über Dating unter anderem sprechen. Du als Mensch, der sich jetzt aktuell intensiv mit diesem Thema beschäftigt, was siehst du, was passiert in der aktuellen Dating-Kultur? Ja, wir forschen zu dem Thema schon seit 2017 ziemlich intensiv und wir sehen auch Veränderungen. Manchmal stimmt es mich auch melancholisch. Vor allen Dingen sind wir auf der einen Seite Dating erschöpft, also wir haben Online-Dating-Fatigue. Man glaubt nicht mehr so richtig dran, dass das ein guter Ort ist oder dass man da jemanden findet, machen aber trotzdem weiter. Dann kann man ja fragen, wieso? Und dann sagen Menschen sowas wie, ich suche eine Ausnahme, jemanden, der da unterwegs ist, aber trotzdem wertvoll und toll und es ernst meint. Und dann sagen die auch, es gibt eigentlich keine Alternative, der öffentliche Raum hat sich für Flirt geschlossen. Ich habe Angst, jemanden anzusprechen. Ja. Die Kultur wirkt risikoreich aufgeladen, politisch aufgeladen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so gewünscht ist. Gleichzeitig steigt die Einsamkeit. Und dann auf der anderen Seite sehen wir ja so eine Desillusionierung, was es überhaupt noch zu holen gibt in Beziehungen, in Langzeitbeziehungen, in der Liebe, in der Sexualität. Dass viele so sagen, ein bisschen heterofatalistisch auf der einen Seite und manosphärisch auf der anderen Seite. Also das heißt, man hat so eine Abwertung, wir sagen generalisierter anderer. Also Frauen sagen, Männer sind doch emotional verarmt, was soll ich denn da noch wollen können? Das ist auch so eine Idee von, da kriegt man ja nur den Mental Load rüber verholfen und soll dann die emotionale Arbeit machen und man hat nichts davon, weil die können einem ja nicht mal mehr alles bezahlen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, welche Art Frauen möchte man eigentlich noch daten? Sind die wertvoll? Sind die reinlich genug? Das sind so archaische Narrative aus diesen Alpha-Bewegungen und manosphärischen Bewegungen, wo immer die Frage gestellt wird nach dem Wert der Frau. Was trägt die eigentlich bei? Und dann sollen die wenigen wertvollen Frauen gefunden werden. Und was hat sich da jetzt im Vergleich zu früher wirklich geändert?
Ja, man kann sagen, so diese Vermittlungsfunktion von Dating-Apps, die ist ja gar nicht neu. Es gab vorher auch Vermittlungsfunktionen, dann war es die Kirche oder später Freundeskreis, Peers und vor allen Dingen der Arbeitsplatz. Jetzt sind es vor allen Dingen die Dating-Apps, also über 50% der Paare, die sich in den letzten 5 Jahren getroffen haben, verbunden haben, die haben sich in Dating-Apps kennengelernt. Und wenn wir Social Media dazu nehmen, sind es sogar knapp über 50, die sich eben übers Internet treffen. Und gleichzeitig hat sich richtig viel verändert durch die Dating-Apps. Ich hole ein bisschen aus. Wir haben vor allen Dingen eine parallele Dating-Logik etabliert. Also es ist heute ja ganz normal, dass ich mehrere Matches habe. Es ist gewünscht und man schämt sich sogar, wenn das nicht der Fall ist. Und auch, dass man parallel schreibt, parallel datet und sehr beschleunigt datet. Also man hat, zumindest wenn es gut genug läuft, mehrere Dates vielleicht pro Woche. Und jeder weiß auch, wenn wir hier heute Abend auseinandergehen, egal wie schön es war, jeder schreibt noch mit anderen weiter. Und das war früher tatsächlich nicht so. Also wer in der Tanzbar mit mehreren geflirtet hat, der war raus. Ne? Das war diskreditierend. Man musste schon mindestens ins Nachbardorf fahren, um das sozusagen heimlich zu betreiben. Das hat sich normalisiert und es belastet die Menschen. Also es ist jetzt gar kein moralisches Argument. Wir gucken nicht moralisch auf die Sache, sondern wir gucken danach, wie geht's den Menschen damit. Und die sagen eben, es stresst uns das Parallele, es nimmt den Spannungsbogen raus. Wenn ich Risiko manage beim Daten, dann ist das total sinnvoll, wenn ich mich in der Marktlogik bewege. Aber es ist nicht unbedingt zielführend. Also es macht Sinn, es ist nicht unsinnig, es macht Sinn, aber es hilft nicht. Also ich verteile das Risiko, indem ich mich sozusagen nicht zu sehr auf eine Person versteife. Das sind aber auch jetzt nicht so polykonsensuelle Nicht-Monogamie-Ideen, sondern wirklich dieser Risikoaspekt. Ich suche eigentlich vielleicht was Monogames, aber traue mich gar nicht so richtig zu sagen, oh, dich finde ich super toll, sollen wir uns beide riskieren und sozusagen exklusiv daten. Und dann fragt man, warum macht ihr das nicht? Und dann sagen die, weil das total peinlich ist in der Dating-Kultur, das wäre overcommitted und cringe. Also es ist schon fast so peinlich zu sagen, ich bin gerade voll geflasht, sollen wir vielleicht nicht mit anderen schreiben? Und man versucht auch die Enttäuschung vorwegzunehmen. Also viele glauben nicht mehr an erfolgreiches Daten oder sind so sehr skeptisch, non-committal practices. Also man denkt so, sicherlich werde ich demnächst geghostet und das zählt ja alles nicht, das Match ist eigentlich nicht viel wert und deswegen habe ich mal besser noch ein paar Optionen, damit es mich nicht so hart trifft. Das funktioniert psychologisch allerdings nicht. Also die Enttäuschung vorwegzunehmen, bewahrt uns leider nicht davor, enttäuscht und desillusioniert zu sein. Da haben wir noch ein paar andere Faktoren, also Beschleunigung, klar, Marktlogik, Low-Cost-Strategy. Das heißt, wir versuchen, möglichst wenig Emotionen, Fokus und Geld ins einzelne Date zu investieren. Das klingt dann so, zum Beispiel, einer hat mal gesagt, mehr als ein Becher Bier ist nicht drin, weil ich habe 6 Dates pro Woche. Geht gar nicht mit dem Restaurant. Oder einer hat mal gesagt, ich nehme immer die Mädels, lade ich ein, mit mir mit dem Taxi zu fahren, weil ich habe eine lange Strecke zur Arbeit, ich zahle denen auch den Weg zurück. Man versucht es so in den Alltag einzuflechten oder komm, lass zusammen joggen gehen, dann habe ich die Kalorien wenigstens verbrannt oder kannst mit in ein Bauhaus, ich muss noch Pflanzen kaufen. Und dann wir versuchen so das Date nicht zu sehr aufzuladen, um dann nicht so enttäuscht zu sein, aber dadurch machen wir die ganze Spannung und das romantische Potenzial kaputt. Also wir haben so ein bisschen so wie so eine negative self-fulfilling prophecy uns gestrickt, in der alles total logisch ist, warum man das macht. Alle haben das Gefühl, sie haben keine Zeit und alle fühlen sich vulnerabel und riskiert. Und das, was man macht, um sich zu schützen, führt dann dazu, dass es Daten keinen Spaß macht. Dann haben wir noch eine performative Sexlogik uns antrainiert gegenseitig. Ne? Also der Sex ist oft nicht so sehr danach ausgerichtet, was jetzt richtig schön ist und resonieren würde, sondern mehr, dass es gut aussieht und man sich nicht von der falschen Seite zeigt. Und dann haben wir halt so gerne so ein bisschen Porn-scripted Sexuality. Also wir wollen, dass eben genug und die richtigen Stellungen dabei sind, in der Hoffnung, dass es dann Spaß macht. Und dann denkt man, warum hat es denn jetzt nicht richtig resoniert? Und das ist ein bisschen schade. Und eine negative Einstellung zu den anderen. Also das hatte ich schon mal einmal kurz angemerkt, dass wir so rationalisieren. Keiner ist im Online-Dating und sagt, ich bin
felsenfest überzeugt, dass ich hier eine wunderschöne Person finde und genau, was ich verdiene und die andere Person auch. Und ich date total hoffnungslos, fröhlich und engagiert, sondern wir sagen eher, naja, Online-Dating ist ein bisschen peinlich abgenutzt und negativ. Ich mache halt trotzdem mit, weil wo sonst? Und in der Sozialpsychologie wissen wir schon seit langem und ziemlich stabil, wenn man vom anderen nichts erwartet, installiert man das Schlechteste. Aus dem Sport kennt man das auch. Wenn man sozusagen in einer Underdog-Position ist, kann man es manchmal drehen, aber oft bringt es einen zum Stolpern. Wenn man einen Coach hat, der nicht an einen glaubt, kommt man nicht in die beste Performance rein. Und das machen wir auch beim Dating. Oder wie in der Schule. Wenn die Lehrkraft schon denkt, du kannst ja eh kein Mathe, werden wir sicherlich nicht besser. Und das machen wir kollektiv beim Dating miteinander. Und installieren tatsächlich ineinander eine schlechte Rolle, die wir dann auch erfüllen. Dann ghosten wir, dann reden wir schlecht miteinander, dann bemühen wir uns nicht, dann planen wir die Dates nicht ordentlich. Und dann, wenn wir Sex haben, ist er performativ. Und das Ganze ergibt Dating-Erschöpfung. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Bist du vergeben, Johanna? Ja, das ist das große Rätsel der Zeit. Du redest nicht darüber? Ich sag's nie und es wird auch immer gefragt. Also die große Frage ist Frau Degen lesbisch? Und damit muss ich die Welt leider stehen lassen. Okay, aber es hat doch einen Grund, warum du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigst. Was ist der Grund? Das erzähle ich richtig gerne. Ich hatte selber ein kleines Baby zu Hause und war Single. Und dann bin ich auch natürlich, was macht man dann? Bin ich auf eine Dating-App gegangen. Und das erste, was ich auf der Dating-App gesehen habe, war ein Mann mit nacktem Oberkörper, der einen Fisch hochgehalten hat. Und das hat mich so irritiert. Dann habe ich einen Screenshot gemacht und den meiner damaligen Doktormutter geschickt. Hab ich gesagt, guck mal. Und dann hat sie gedacht, ja, okay. Dann habe ich ihr noch ein paar, dann hat sie das erstmal versucht zu ignorieren. Habe ich so viele Screenshots gemacht, bis sie gesagt hat, na gut, wir machen ein Projekt. Und so fing das an mit einer Bildstudie. Serielle Bildanalyse von Datingprofilen war meine erste Studie. Und dann hat sich das so groß gewachsen, ist eines der größten Projekte, die ich je gemacht habe. Inzwischen international mit Big Data. Ein Riesenprojekt. Und jetzt bis hin zum Spitznamen Dr. Tinder aber ich habe meine Doktorarbeit nicht über Tinder geschrieben, aber habe ich einen Kosenamen gekriegt von meinen Studis. Ja. Okay, dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Bist du Dating erschöpft? Nee, ich bin jetzt in der Re-Romantisierung. Ich habe jede Phase schon durchlaufen. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende gelehrt in der Sexual- und Paarberatung. Und da habe ich gemerkt, ich hatte so einen Beziehungszynismus. Scheidungsrate bei 50%, immer weniger Menschen heiraten, die Dating-Erschöpfung in den Daten, dann forschen wir ja auch zu Konsens und Rough Sex, da will es nicht so richtig klappen, viele Grenzüberschreitungen, es wurde so immer düsterer und über die 50% Scheidungsrate, dazu kommen ja noch Leute, die sich gar nicht scheiden lassen, aber in den Ehen trennen und die unglücklich sind und dann habe ich so gedacht, habe ich so einen Beziehungszynismus gehabt und der hat sich dann wieder gedreht zu sowas hoffnungsvollem Re-Romantisieren, denn ich glaube, weil das sehen wir eben auch in der Forschung und in der Therapie, das sind ja alles schöne Menschen, die missverstehen sich nur. Mhm. Und das hat bei mir so eine Barmherzigkeit ausgelöst und jetzt habe ich meine neue Agenda ist Re-Romantisierung der Gesellschaft, weil wir sehen das ja auch beim Online-Dating, das sind ja alles schöne Menschen, die wirklich jemanden suchen, die suchen Resonanz, die suchen Begegnung, die wollen gesehen werden,
Es klappt nur nicht so. Und dann verhalten sie sich mitunter destruktiv oder hilflos und nicht so glücklich. Aber mich berührt es oft, wie vulnerabel und auf schöne Art bedürftig die Menschen sind und was die eigentlich alles suchen. Das sehen wir dann zum Beispiel, wenn die mit Chatbots jetzt vermehrt Beziehungen führen, kommen die auch zu uns, sowohl in die Forschung als auch in die Praxis. Oder auch, ich habe auch die ersten Paartherapien, wo jemand seinen Chatbot mitbringt, seine Replika. Und diese Suche nach Begegnungen, das hat mich irgendwie jetzt noch berührt. Und jetzt bin ich wieder so unterwegs, dass ich sage, nee, Liebe ist möglich, wir müssen nur an den Missverständnissen arbeiten. Das Potenzial ist da, weil ich sehe, wie gerne es die Menschen wollen. Und deswegen habe ich jetzt im Moment, denke ich, ja, wir haben uns ein paar schlechte Sachen antrainiert. Wir halten nicht viel voneinander, wir erwarten wenig, wir rationalisieren unsere Erwartungen, wir verhalten uns nicht optimal beim Online-Dating, aber es sind ja alle müde davon und immer, ich bin eine kritische Theoretikerin, es ist immer das Potenzial da für Widerstand und auch, dass der Diskurs kippt. Also meine Prognose ist, da bin ich jetzt aber auf dünnem Eis, meine Prognose ist, dass wir an der Schwelle sind zu einer hoffnungsvollen, romantischen, flirtenden Zeit, weil wir jetzt viel gelernt haben, wie es nicht geht. Wenn wir das nicht hinkriegen, steht uns eine Zeit bevor, die geprägt ist von Einsamkeit und Substituten, also Ersatzleistungen, dass man noch mehr K-Pop-Fan wird, dass man noch mehr mit einer KI zusammen ist und dass wir noch mehr auf Social Media uns bestätigen lassen, dass es an den anderen liegt. Dass es nicht klappt, das wäre schade. Aber noch glaube ich, dass es sich jetzt demnächst dreht zur Begegnung. Und diese Dating-Erschöpfung, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kern sind schon die Dating-Apps. Das ist eine sehr gute Frage. Sind es die Dating-Apps? Nein. Denn die Dating-Apps geben uns nicht vor, wie wir uns verhalten sollen. Man nennt das reflexive Mediatisierung, weißt du ja, wo die Technik beobachtet ja die Nutzerinnen und Nutzer auch und passt sich auch an. Unter der Pandemie gab es zum Beispiel Videodating in den Dating-Apps. Das hat niemand gemacht, ist wieder verschwunden. Würden wir uns alle nicht ghosten in den Dating-Apps, würde der Ghosting-Button auch verschwinden. Okay, ich habe kurz eine Frage, weil ich sehe das so, die Dating-App ist ja ein Unternehmen. Ja. Und die profitieren ja von dem Unternehmen, in dem Menschen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Das heißt, wenn die uns wirklich helfen würden, einen Partner zu finden, dann verlieren die ja ihre Kunden. Ja. Oder nicht? Genau. Und deswegen wollen die uns doch draufhalten. Und wie hält man die Leute drauf, indem sie nicht das finden, was sie suchen, sondern ständig Suchende bleiben, oder? Das ist alles richtig. Ich würde auch sagen, die Dating-Apps versuchen so doll wie möglich, dass Menschen sich nur kurzfristig treffen. Also wir sehen das ja auch. Die attraktiven Partnervorschläge werden zum Beispiel rationiert. Es wird einem vorenthalten. Also es passiert einfach nur eine Konditionierung. Man kriegt so viel Belohnung, dass man dran bleibt, aber man kriegt nicht Zugang zum ganzen Markt. Also es ist die kämpfen quasi mit suchtähnlich machenden Mitteln. Dopamin, also die Farbwelt ist so gestaltet, dass wir möglichst viel online sind und selbst wenn wir uns verpartnern, wieder online sein wollen. Also es hat auch eine eigene Funktion, zum Beispiel eine körperberuhigende Funktion. Dieses rhythmische Swipen macht auch was fast Meditatives zum Beispiel, also auf allen Ebenen. Aber, jetzt kommt mein Aber, das stimmt, das machen die Dating-Apps. Die wollen, dass wir online sind und denen ist das auch total egal, ob wir die Liebe finden oder im besten Fall sollen wir sie sogar nicht finden. Aber wir als Subjekte, wie wir sie nennen, haben ja die Freiheit, damit umzugehen, wie wir möchten. Wir haben eine Autonomie, wir haben Handlungsspielräume und eine Verantwortung. Wir könnten zum Beispiel Dating-Apps benutzen, um uns Profile ganz genau anzugucken, lange Profiltexte zu schreiben mit ehrlichen Informationen, viele ausgeklügelte Fotos einzustellen, 2-mal am Tag zu swipen, einen Swipe, den wir auch so meinen, und dann mit Leuten zu schreiben, die ähnliche Motive haben wie wir selber. Das würden die Dating-Apps auch belohnen, wenn es dazu führen würde, dass wir online sind und wenn wir das andere nicht mitmachen würden. Deswegen ist so eine gegenseitige Verstärkung. Deren Interesse ist ja rein monetär. Im positiven wie negativen Sinne. Würden wir Dating-Apps benutzen, um uns ethisch und freundlich zu begegnen, würden die halt das bedienen. Dass wir Dating-Apps benutzen, um so viel zu swipen, wie es nur irgendwie geht und gemein miteinander zu reden, ist in die Architektur nicht eingeschrieben. Und da, klar, die kämpfen darum, dass man online ist.
Aber wie wir uns online verhalten, das ist unsere Verantwortung. Und das ist eigentlich auch eine schöne Botschaft, weil darin Freiheit liegt. Wir könnten alle heute aufhören, uns zu ghosten, weil es niemand genießt. Und dann könnten wir immer noch die Online-Dating-Apps nutzen. Du redest gerade vom Ghosten. Lass uns kurz einen Exkurs machen. Was passiert psychologisch beim Ghosten? Ja, Ghosten ist keine Lappalie. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt haben wir es schon in der Gesellschaft so oft thematisiert, aber eigentlich dann doch wieder nicht genug. Also Ghosten ist ja das einseitige plötzliche Abbrechen von Kontakt, wo dann auch keine Kontaktaufnahme mehr möglich ist. Ab wann spricht man vom Ghosten? Spricht man schon vom Ghosten, wenn man jetzt nur 2, 3 Sätze ausgetauscht hat und dann schreibt die andere Person nicht mehr? Also wie ordnest du das ein? Ab wann ist es Ghosten für dich? Ja, das ist tatsächlich nicht, können wir nicht definieren im engsten Sinne, weil es auch so Breadcrumbing zum Beispiel gibt, wo man ab und zu noch mal eine Nachricht schreibt, um jemanden am Laufen zu halten. Aber wenn man dann 10 Tage keine bekommt, würden wir schon sagen, es ist ja eher Ghosten. Ab der 2. Nachricht, die ich schreibe, ohne eine Antwort zu bekommen, sind so die ersten Signale, dass geghostet wird. Aber was ist, wenn dann noch mal eine Nachricht kommt? Wir fassen das zusammen unter Non-Committal Practices. Also es ist irgendwie nicht verbindlich. Nur weil wir ein Match haben, heißt das ja nicht, dass man überhaupt schreibt, dass nicht einer das Match auflöst. Wenn man dann schreibt, heißt es nicht, dass man auf Dauer schreibt. Selbst wenn man sich verabredet, ist immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Person nicht erscheint. Und selbst wenn man sich datet oder sogar Sex hatte, heißt es nicht, dass man noch Aftercare betreibt und eine SMS kriegt. Also, und das wissen alle. Und das ist recht verletzend. Das macht zum Beispiel, dass wir nicht viel investieren wollen. Und da kommen wir zurück. Dadurch verlieren wir die Spannung und die Hoffnung. Und es macht auch, dass man manchmal schneller ghosten will als die andere Person. Weil wenn wir geghostet werden, dann Leute, die ghosten, fast alle ghosten übrigens. Es ist ja selten in der Wissenschaft, dass wir sagen, es ist fast eine 100%ige Quote. Aber fast alle, die online mal gedatet haben, haben schon mal geghostet. Und wir ghosten ja auch nicht nur im Online-Dating, wir ghosten ja auch Handwerker, unsere Therapeutin, Freunde, die Tante, Oma, ne? Also es ist sozusagen entgrenzt. Und das macht richtig viel mit einem, weil die Person, die befragt werden, warum sie ghosten, sagen oft, ich will die andere Person schonen. Ich habe auch Angst vor der Reaktion, dass ich dann damit konfrontiert bin, dass jemand von mir enttäuscht ist. Das kann ich gar nicht gut aushalten. Also es gibt auch gute Gründe dafür. Aber die geghostet werden, haben trotzdem negative Effekte. Weil ich kriege ja kein Feedback. Und was machen Gehirne dann? In die Lücke des fehlenden Feedbacks packt man negative Annahmen über sich selber, meistens welche, die man schon lange hat. Klar, ich bin ja auch zu klein, liegt an meiner Nase, liegt an der Korpulenz, ich bin halt nicht liebenswert und lustig, ich werde niemals eine Partnerin finden. Also alle diese negativen Annahmen füllen wir in die Lücke rein und fühlen, dass sie darüber bestätigt sind. Das stimmt nicht. Man wird geghostet, weil jemand die App gelöscht hat, in wen anders verliebt ist, eingesehen hat, dass man erstmal an sich selber arbeiten will, weil derjenige 200 Matches hatte und den Überblick verloren hat, weil man sich missverstanden hat, alles Mögliche. Wahrscheinlich nicht dieses eine Narrativ, was man über sich hat, aber da wir sehen eben auch, dass Online-Dating richtig viel negative Effekte hat, korreliert mit negativem Körperbild, Essstörungen, depressiver Verstimmung, Hoffnungslosigkeit, moderner Depression, also so Sinnlosigkeitserleben und sozialem Rückzug. Also das dürfen wir schon ernst nehmen, das Ghosten. Also unterm Strich ist die Botschaft, ich weiß, es ist hart, Leuten zu sagen, ich möchte doch nicht, aber ihr würdet denen einen Gefallen tun. Ich glaube, der Punkt ist auch, den du auch gerade genannt hast, das Ghosten ist schon so normal geworden. Ja. Also wenn ich oder du, ja, wenn wir jetzt unseren Freunden erzählen, ja, ich wurde geghostet, dann sagen die, ja gut, mach dir jetzt keine Sorgen oder so, ne? Und weil das schon so normal geworden ist, jeder hat das schon erlebt und man weiß, es wird so oder so früher oder später passieren. Und das erinnert mich so an etwas, was der Facharzt für Psychiatrie Lutz Ulrich Besser gesagt hat. Wie wir eigentlich Menschen begegnen wollen, ist mit Wertschätzung, mit Respekt und mit Wohlwollen. Und aus meiner Sicht hat das halt nichts damit zu tun. Also, und das ist dann auch so, es hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. So, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und sei es nur online. Auch online wird sich ja auch immer viel mehr getraut, ne? Auch, kennst du vielleicht auch in einem eigenen Podcast, in den Kommentaren oder so. Und ich glaube, ja, es ist nur online, aber trotzdem sitzt dahinter ein Mensch
Du weißt auch nicht, wo der Mensch gerade ist. Und du hast, gerade weil du Kontakt mit dem Menschen aufbaust, hast du auch eine Verantwortung dafür, so wie er sich fühlen wird. Also du hast dann schon Einfluss drauf, wenn ihr auf einer Dating-App zum Beispiel schreibt, eventuell emotionale Sachen austauscht und so weiter. Und ich glaube, dieser Verantwortung sind sich halt viele Menschen nicht bewusst. Und da darf man sich dann dran erinnern, dass das, ja, auf deinem Handy ist es nur ein Swipe aber in der Realität sitzt da ein Mensch. Ja, das wird unterschätzt oder auch verdrängt, obwohl wir ja wissen, dass negatives Feedback so schwer wiegt. Und eigentlich wollen wir ja auch gerne bedeutsam sein. Also wir dürften uns genau das, was du sagst, diesen Schuh gerne anziehen, weil viele sagen, ja, ist alles bedeutungslos geworden. Neonihilismus, moderne Depression, hatte ich gerade schon gesagt. Dieses Nichts bedeutet nichts. Ich kann mich von meiner hässlichsten Seite zeigen, ist auch egal. Also eigentlich ist es eine schöne Botschaft. Doch, es bedeutet richtig viel und es wird auch am Einzelfall klar. Ich hatte zum Beispiel einen Probanden in der Studie, der hat gesagt, oh, ich hatte voll das gute Wochenende, ich war in Hamburg und da hatte ich ein Match. Und da bin ich so gestolpert, der hatte halt noch nie ein Match. Er hatte nur dieses eine Match. Er war nicht so, also Online-Dating-Plattformen sind ja auch extrem diskriminierend, rassistisch, sexistisch und es macht nur einer kleinen Gruppe eigentlich Spaß, dort zu sein. Ne? Man sagt so die besten 20% Männer nach objektiven Kriterien, junge Menschen, nicht behinderte Menschen und so weiter. Und wir sagen oft den Sunny Boys und Sunny Girls macht's Spaß, der Rest hat eine harte Zeit. Und das hat mich so berührt, wie er so aufgeregt in die Studie zurückkam, in die Langzeitbeobachtung und hat gesagt, ich hatte ein Match und ich wusste ja schon, okay, wahrscheinlich bedeutet es der anderen Person nichts und wahrscheinlich, man weiß es nicht sicher, aber wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht unheimlich nett behandelt. Oder wir hatten auch in der Langzeitbeobachtung einen, den mochte ich total gerne, ich fand ich witzig, der hat immer gesagt, ich bin romantisch, ich bin halber Franzose. Da musste ich immer lachen. Dann hat er sich so richtig überlegt, also die machen das und erzählen uns derweil, was sie machen und warum. So ist das Studiendesign. Und dann hat er gesagt, ich habe hier Konzerttickets und ich schreibe hier mit der einen Person schon länger. Ich lade die jetzt ein, ich möchte mit der Freitag was unternehmen. Dann hat er geschrieben, und er hatte in der Zeit das Profilbild gewechselt. Und dann hat er geschrieben, ich habe hier Konzerttickets, also hat sich auch riskiert, er war aufgeregt. Hast du Lust, mit mir dahin zu gehen? Das fände ich total schön. Hat sich ja auch die Tickets schon bezahlt. Also ich finde, er hat eigentlich viel richtig gemacht. Spannungsbogen aufgebaut, auch was investiert, eine Einladung ausgesprochen. Und die hat zurückgeschrieben, scheiß Haare. Und dann haben wir uns erschreckt. Ich habe mich auch erschreckt. Sie hat zurückgeschrieben, scheiß Haare, weil da hat er eben ein neues Profilbild. Und dann hat sie geschrieben, schick mir nur nicht als nächstes noch ein Dickpick. Ne? Und wir waren beide, also wir waren so, zum Glück hatte er mich ja quasi, weil wir saßen beide so und dachten, Mann. Und wenn wir das mal hochskalieren, das ist was passiert. Einer ist eigentlich sweet, macht einen Einsatz. Wie wird er sich jetzt weiter verhalten? Ja, eher nicht, indem er jetzt wieder nette Einladungen ausspricht, Konzerttickets kauft, sich zeigt und riskiert. Und dann sage ich immer, Thema Verantwortung, was du gesagt hast, verhaltet euch so, dass es eine sichere und schöne Dating-Atmosphäre ist und dass Menschen, die Konzerttickets kaufen, nicht eine Nachricht kriegen, die scheiß Haare lautet. Und andererseits gilt es ja auch, warum macht diese Frau, das ist ja nicht eine fürchterliche Frau, sondern eine Frau, die wahrscheinlich schon oft Fake-Einladungen bekommen hat, dann sitzen gelassen wurde und viele Penisbilder zugesendet bekommen hat, die dann macht, dass wir uns so verhalten. Also beide landen in einem defensiven Verhalten und werden wahrscheinlich dann in der Schutzstrategie nicht unbedingt dazu beitragen, dass es für alle schön ist. Und das ist das, was ich meine mit, das ist so bedeutungsschwanger und so voller unglücklicher Missverständnisse. Aber wie hast du es jetzt gerade interpretiert? Also, dass sie jetzt scheiß Haare geschrieben hat, warum hat sie das gemacht? Also Das ist ja spekulativ. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass es ist ja niemand auf einer Dating-App, um eine blöde Zeit zu haben, sich abwerten zu lassen, mechanischen, ätzenden Sex zu haben und niemanden zu finden. Alle sind eigentlich da und das ist eigentlich auch eine schöne Botschaft, weil sie gesehen werden wollen, weil sie im besten Fall jemanden treffen möchten, mit dem man wenigstens eine kurze Zeit, eine schöne Zeit hat. Also ist ja auch die Frage, wie kommt denn das, dass wir da alle sind, um Spaß zu haben und uns kennenzulernen und dann sowas die ganze Zeit performen?
was total Destruktives. Deswegen gehe ich davon aus, sie hatte eigentlich auch die Intention, eine gute Zeit zu haben und hat wahrscheinlich schon so viel Schlechtes erlebt, dass sie in so einen Modus kommt, totale Defensivität, dass sie auch das Gute nicht mehr sieht. Also wir sagen oft, wir haben uns so ein Verhalten antrainiert, dass wir das Beste übersehen. Und ich würde sagen, das ist ja da passiert. Nicht, dass der Franzose so toll, muss nicht er gewesen sein. Aber wenn wir das mal potenzieren zu millionenfacher Wiederholung, wird das so deutlich, was in den Dating-Apps möglich ist. Also ich gehe davon aus, sie hatte zumindest grundsätzlich ein Interesse. Sie hatte ja auch lange mit ihm geschrieben. Und dann, vielleicht war sie auch wirklich nur enttäuscht von den Haaren. Aber der Tonfall auf jeden Fall war ja mindestens sehr extrem defensiv. Ne? Und gleichzeitig, das ist auch nochmal wichtig, dass wir es sagen, verhalten sich viele Frauen in der ersten Lebenshälfte zumindest, bis sie so knapp 40 sind, dann rutschen sie in einen starken Nachteil. Die selektieren eben sehr hart und wahren dabei auch wirklich oft nicht den Ton. Also die sind eben im Vorteil und bemühen sich nicht sehr sanft zu sein zu den Männern, obwohl wir auf der anderen Seite in Beziehungen uns ja wünschen, dass sie mehr sprechen, sich emotionaler zeigen, aber wir laden es jetzt nicht unbedingt ein. Und das ist auch was, wo dann oft gesagt wird, das ist so frauenfeindlich, so ist es nicht gemeint. Es ist nachvollziehbar, sich so zu verhalten, aber irgendjemand, also am besten gucken jetzt alle auch, was sie selber verändern können, um das gewünschte Verhalten wahrscheinlich zu machen und einzuladen. Weil wenn wir jetzt beide sozusagen in den Lagern sitzen und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber und so, in der Vorsichtshaltung bleiben, dann werden wir nicht zusammenkommen. Du hast vorhin schon gesagt, dass unter anderem auch mit dem Parallelschreiben und so weiter, dass wir uns ein paar Verhaltensweisen angewöhnt haben, die uns nicht dabei helfen, dahin zu kommen im Dating, wo wir eigentlich hinwollen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Ziele, aber ich gehe jetzt mal von dem Ziel aus, einen Lebenspartner zu finden. Was sind so um das nochmal klar herauszustellen für die Zuhörerinnen, was sind Dinge, die wir definitiv sein lassen sollten? Paralleles Dating, außer wir sind in einer konsensuellen Nicht-Monogamie unterwegs. Also ist jetzt nichts Moralisches. Aber wenn ihr parallel datet, geht euch schnell die Spannung verloren und ihr überseht, wer gerade gut ist und investiert dann auch eben breit statt tief. Und gleichzeitig ist von der Dating-Erschöpfung eine Facette Langeweile und Veroberflächlichung. Also Tiefe herstellen, das geht zum Beispiel, indem ich reduziere, mit wie vielen ich schreibe, ist das Gegenteil von 20 Leuten Standardnachrichten schreiben. Sich einlassen könnten wir dann auf der anderen Seite machen. Dann Ghosting ist sehr verletzend. Darf ich kurz einhaken? Also das heißt, mit einer Person. Ja, in Kontakt einer sein, oder wenigstens wenigen. Weil das, was auch sehr erschöpfend ist, am Ende, manche installieren sich schon einen Chatbot. Und das ist so eine Massenlogik. Ich halte dann die Chats am Laufen oder nehme Standardnachrichten, um das zu bedienen, bin auch selber gestresst und so entsteht ja keine Begegnung. Also du hast Leute kennengelernt, die Chatbots installiert haben, um Dating-Apps zu managen? Ja. Ich sage, mein Kollege sagt immer, Dating-Apps sind heutzutage Männer, die mit Chatbots Zeit verbringen. Und ein anderer Kollege meint immer, demnächst gibt es Dating-Apps, wo sich 2 Chatbots austauschen und dann die Leute matchen. Ich glaube, das kommt schon, ja. Klar, das kommt, aber jetzt, was sehr verbreitet ist, ist zum Beispiel Standardnachrichten zu schreiben. Gerade Männer in der ersten Lebenshälfte sind dann im heterosexuellen Setting im Nachteil. Die versuchen auf Masse, bis sie mal hoffentlich jemanden finden, der da sich dann trifft. Was macht man dann? Dann verteilt man sozusagen den Einsatz in das einzelne Match. Aber gleichzeitig langweilen wir uns ja und finden es oberflächlich und kommen nicht in Kontakt. Deswegen ist das ein bisschen paradox. Deswegen sage ich, schreibt Nachrichten, die ihr so meint, über echte Sachen. Weil möglicherweise habt ihr dann nicht ganz so viele Chats am Laufen, aber welche, die wirklich interessant sind. Habt Sex, der wirklich resoniert. Nicht einer, der performt, was ihr meint, was die anderen sehen und erleben wollen. Könnt ja sogar dann auch noch mehr Spaß machen. Es ist auch viel auf der Habenseite. Und erinnert euch daran, das finde ich toll, wenn Menschen mit Reichweite dafür Redezeit finden. Denkt daran, dass die anderen schöne Menschen sind, die auch nur gesehen werden wollen. Und
erwartet das Beste voneinander. Vielleicht war es ja auch nett gemeint. Also es ist immer so, wir sind im Moment in so einer Phase, dass wir immer gleich Red Flag Diskurse rausholen. Es ist bestimmt, das ist eine Red Flag, das ist eine Red Flag. Ja, vielleicht und passt auch auf euch auf. Aber gleichwohl könnte man auch mal gucken, könnte es auch nett gemeint gewesen sein. Und dann verantwortet eurer Sprache und Handeln. Also egal wie gut es für euch läuft oder egal wie verletzt ihr seid, hilft es auch euch psychisch nicht, gemein zu anderen zu sein. Weil wir sehen tatsächlich, ein Effekt ist auch, dass Menschen bedauern, wie sie selber werden im Online-Dating. Ich behandle Leute schlecht, ich verhalte mich nicht in meinem idealen Selbst, tut einem auch selber weh. Das sind meine Empfehlungen. Und wie ist das? Heutzutage haben wir ja auch dann mehrere Dating-Apps parallel, ne? Bumble, Tinder, Hinge und so weiter und so fort. Also gehen wir jetzt mal wirklich von so einem Szenario aus, ja? Empfiehlst du da auch erstmal jetzt auf eine Dating-App zu reduzieren? Oder, also wenn man das jetzt mal so praktisch anwenden möchte, ja, und man ist gerade in dieser Dating-Erschöpfung und man ist gerade in dieser Situation, ich habe hier irgendwie 5 Dating-Apps installiert, bin dann jeden Tag auf den verschiedenen Plattformen unterwegs, schreibe dann immer mit verschiedenen Leuten und irgendwie aber entsteht da auch nichts. Irgendwie sind die Konversationen immer alle oberflächlich. Ich fühle, so wie du gesagt hast, ja, ich bin in Dating-Erschöpfung, ich bin einfach nur, ich habe keinen Bock mehr so, ne? Und dann kommst du bitte sogar in so ein Stadium, wo du dann sagst, okay, vielleicht brauche ich ja gar keine Dating-Apps mehr. Ich lösche die jetzt alle wieder. Und dann ist es so ein ständiges On-Off-Ding. Das haben ja auch viele, ne? On-Off-Dating-App. Ja. Und das Krasse ist, das fand ich auch nochmal interessant, was du gerade gesagt hast, ist es ja wirklich so, ne? Die Leute haben sich so krass an die Dating-Apps gewöhnt, dass es ja ungewöhnlich geworden ist, dass man Leute einfach so auf der Straße anspricht. Also ich glaube, viele, gut, meistens sind es ja auch die Männer, die Frauen ansprechen. Ja. Und viele Männer, glaube ich, trauen sich auch gar nicht mehr. Ja. Oder die sich trauen, da gibt es, glaube ich, auch, was ich so höre von Freundinnen und so, einen großen Anteil, die nicht wissen, wie die das machen, die das dann auch teilweise, ja, ich höre auch halt auch so Stories, dass die total eklig angemacht wurden und so, ne? Ja. Und das färbt dann tatsächlich auch wieder auf die anderen Männer ab und dann wird auch auf dieses generalisiert, ja, so, ne? Männer, ich werde von den Männern immer nur eklig angemacht und so. Und dabei ist es oft dann nur vielleicht ein Prozentsatz und die anderen trauen sich vielleicht gar nicht. Und es ist so eine ganz, ganz komische Dynamik irgendwie, ne? Ja, und es ist schade, weil die meisten Menschen sagen, sie wünschen sich, es würde wieder im öffentlichen Raum möglich sein. Es muss nicht passieren, aber dass wenigstens wieder eine Möglichkeit wird, dass da was Positives passiert. Viele Frauen sagen auch, Mann, dann war ich in Italien, das war eigentlich ganz cool, da hatte ich so einen Resonanzraum, dass ich vielleicht auch attraktiv bin. Ist manchmal sogar schade, wenn das nicht stattfindet. Aber du hast recht, wir sind nicht sehr geübt und vertrauen nicht sehr darauf, dass wir es schon wissen. Also koketter Blick, einer muss gucken, Handflächen und Zähne zeigen und ein bisschen zu lange den Augenkontakt halten, sich ansprechbar machen und die andere Person muss die Meile gehen. Das ist das Skript. Mach das. Ja, und weißt du aber, was das Problem ist? Ich hatte zum Beispiel auch vor ein paar Wochen hatte ich ein Match mit einer und ich habe sie schon öfter im Fitnessstudio gesehen. Und immer, wenn ich sie aber gesehen habe, ich fand sie eigentlich ganz attraktiv, war sie entweder am Telefonieren oder war am Handy oder, also sie war halt nie so präsent und hat mal um sich geschaut. Dementsprechend habe ich sie dann auch nicht angesprochen, weil ich dachte so, ja gut, die hat ja eh kein Interesse. Also die schirmt sich irgendwie so ab. Ja. Und dann habe ich sie irgendwann mal auf der Dating-App gematcht. Und dann meinte ich so, ja, hey, wir kennen uns doch aus dem Fitnessstudio. Hab dich da schon öfter gesehen. Und die hat, keine Ahnung, ob das stimmt, hat mich angeblich nicht wahrgenommen. Aber habe ich gesagt, ja, ich habe dich nie angesprochen, weil du immer am Handy bist oder am Telefonieren. Und dann dachte ich, du hast keine Lust auf Kontakt. Und die so, ja doch, ich habe mich gefreut. Ja. Ja, wir machen uns nicht sehr ansprechbar. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil du am Anfang auch gesagt hast, es ist wirklich diese Gegenseitigkeit. Und nicht nur zu sagen, ja, du bist es jetzt schuld oder du, oder das Geschlecht ist jetzt schuld oder das andere, ja. Sondern es ist wirklich so eine gegenseitige Dynamik, ja. An dem Beispiel vielleicht, ja, irgendwie hat abgenommen in der Gesellschaft, dass wir jetzt am öffentlichen Raum Menschen ansprechen und vielleicht Männer trauen sich weniger, aber Männer bekommen vielleicht auch gar nicht so richtig die Zeichen, dass sie das machen sollen, so, weißt du? Ja, weiß ich. Und ich kann dazu auch eine Erklärung zumindest noch liefern. Und die ist ganz interessant aus der Konsensforschung von uns.
Wir haben mit Frauen gesprochen, wieso findet ihr kein Ja? Also warum lacht ihr, also nach dem, jetzt kriegen wir bestimmt ein bisschen Ärger, aber nach dem heterosexuellen Skript wirft die Frau, ihr könnt es auch andersrum machen. Macht's, wie ihr es wollt, aber nach deinem Modell. Schickt die Frau den koketten Blick, so wird er halt genannt. Ihr wisst schon, was gemeint ist, und der Mann geht rüber. Und dann haben wir gefragt, warum machst du dich nicht ansprechbar im öffentlichen Raum an die Frauen? Und die sagen, die trauen ihrem Nein nicht. Und das ist interessant. Ihr braucht ein stabiles Nein, um euer Ja zu finden. Also, die haben dann das Gefühl, wenn ich erst angesprochen werde, dann traue ich mich nicht so richtig, das wieder abzubrechen. Und wenn mir erstmal das Essen bezahlt wurde, dann habe ich das Gefühl, ich muss den Sex anbieten. Also wir haben einfach auch ein Problem. Wir können natürlich nicht gut fröhlich Ja sagen, wenn unser Nein nicht stabil ist. Also wir brauchen ein neues Ja, und dafür braucht ihr ein stabiles Nein. Und dann muss das Nein sozusagen nicht so weit vorne kommen, sondern einfach neue Strategien entwickeln, später auch Nein zu sagen. Also man kann ja ruhig mal anlachen, vielleicht will man auch nur sprechen. Also offenere Enden. Es könnte ja sogar sein, dass man dann befreundet wird. Also ich finde ja auch, man könnte auch flirten, wenn man in Beziehung ist, mit Leuten in Kontakt kommen, sprechen. Also diese engen Skripte, wenn ich erst jemanden anlache und werde angesprochen, die Person ist auch noch nett, dann muss ich den Sex anbieten. Das klingt manchmal sogar so. Ich hatte eine Patientin, die hat gesagt, ja gut, der hat dann quasi nichts Rassistisches gesagt und auch nichts Falsches, und da wusste ich nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Also du brauchst keinen Grund, ne? Dass man raus möchte, ist genug. Und das macht so ziemlich gut deutlich, dass ihr dürft jederzeit zurückgehen, und dann können wir wieder anfangen, einen Weg zu machen. Das wäre so die Idee dahinter. Und wenn wir diese zig Dating-Apps haben, ich bin ja gar nicht gegen Dating-Apps, die funktionieren ja auch. Ich denke nur immer, wie wäre es mit einer Sowohl-als-auch-Logik? Dann löscht man ein paar. Verschiedene zu haben macht Sinn, weil da verschiedene Milieus sind. Also bei OkCupid sind viele offene Beziehungskonstellationen oder alternativere Milieus. Bei Bumble vielleicht einen Tacken mehr seriöse Anliegen. Bei Tinder irgendwie alles gemischt, aber haben wir manchmal so ein bisschen, ja, die Milieus wechseln sich da so ein bisschen ab. Dann bei Feels haben wir so sexuelle Exploration. Also es ist eigentlich so die Idee, wechselt ruhig ein bisschen und guckt, wo ihr euch wohlfühlt in dem Stadium, in dem ihr seid. Aber wenn ihr so merkt, ich benutze die alle und nichts sagt mir mehr was, dann ändert eure Strategie. Und das ist ja auch immer so ein Faktor für Gesundheit. Wenn Leute kommen auch in die Klinik und sagen, ich habe suchtähnliche Tendenzen, oder die sagen, ich bin süchtig. Wir nennen das suchtähnlich, weil wenn ihr damit heute aufhört, passiert nichts außer kurz Langeweile und dann geht's euch besser. Ne? Das ist nicht Sucht, das ist suchtähnlich. Aber es fühlt sich eben so an. Starke Konditionierung. Dann ist immer die Frage, machst du es mehr, als dir gut tut? Ist es überhaupt zielführend? Hast du die Dates, die du haben möchtest? Fühlst du dich toll als Person? Benutzt du mehr Geld, als du benutzen wolltest? Und vernachlässigst du andere Sachen? Habe ich zum Beispiel einen Mann gehabt, der ist nach Budapest gefahren, Wochenende, hat das ganze Wochenende auf einer Dating-App im Zimmer gesessen. Da würden wir sagen, dann konkurriert die Dating-App und das starke Konditioniertsein mit einem angeeigneten Leben. Das sind so Marker. Und dann denke ich immer, komm, das ist eine gute Idee, dann mal zu deinstallieren oder in der App die Strategie zu wechseln. Also wenn es gerade nicht so glückt, ihr habt keinen Spaß oder es funktioniert nicht, habt ihr dann Ideen, was ihr sonst machen könnt? Also mal ein ganz anderes Profil. Jetzt muss ich auch sagen, heterosexuelle Männer investieren nicht genug in ihre Profile. Jungs, kommt on, die sind oft ein bisschen läppisch. Ne? Also ändert ihr mal euer Profil, den Text, die Schreibstrategie, versucht ihr es dann doch auch mal offline. Jetzt habt ihr ja viele Infos dazu bekommen, vielleicht hat jemand Lust. Und dann haltet euch ordentlich, ne? Wenn es im öffentlichen Raum nicht klappt. Jetzt hattest du viele Beispiele erzählt, dass man dann auch blöd angemacht wird, aber vielleicht sanktioniert es nicht zu hart. Weil die sich dann noch trauen, wir wünschen uns ja eine Flirtkultur, das ist empirisch gezeigt, denen, die es versuchen, möglichst nett begegnen. Man kann ja trotzdem Nein sagen, aber auf möglichst nette Art. Let them down soft. Weil sonst, jetzt müssen wir uns alle ein bisschen bewegen. Wir können jetzt weder sagen, hier, ihr müsst jetzt mehr flirten oder ihr müsst mehr Wege gehen. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken, und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können.
Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Okay, gehen wir mal rein in so ein praktisches Szenario. Wir sprechen ja gerade über heterosexuelle Männer und Frauen und die haben ja unterschiedliche Probleme, ne? Ja. Das ist mal so meine Hypothese. Ja. Und ein Problem ist ja, glaube ich, wenn man jetzt jemanden anspricht auf der Straße, so. Der Mann traut sich nicht und weiß nicht, was er sagen soll. Was sagst du dem Mann? Viele Frauen würden gern angesprochen werden. Es muss ja zu nichts führen. Aber schon alleine, dass man auffällt, bedient eigentlich ein Bedürfnis. Also viele wünschen es sich, auch wenn sie nicht die Signale senden. Ja, was sage ich denn dann, Johanna? Was man dann sagt? Ja, zum Beispiel kann man damit anfangen, das nach vorne zu stellen. Ich weiß gerade gar nicht, ob du ansprechbar bist und das jetzt angenehm findest, aber mich würde es interessieren, weil du mir positiv aufgefallen bist. Dann hat man auch nach vorne gestellt, dass man Konsens wichtig findet. Kann ich dich gerade ansprechen? So mache ich es auch bei meinen Studierenden. Kann ich sie gerade stören bei ihrer Postererstellung? Ja, natürlich kann ich das, aber ich stelle nach vorne, so funktioniert es auch in der Traumatherapie. Ich stelle nach vorne, dass mir Konsens wichtig ist. Das ist doch schon unaufdringlich. Ich störe sicherlich gerade, aber kann ich dich gerade mal ansprechen? Damit zeige ich ja schon, da sage ich nicht, Konsens ist mir wichtig, wäre ein bisschen awkward. Aber indem ich sage, ist es okay, wenn ich dich mal kurz anspreche, ich störe dich mal gerade, zeige ich, dass ich Konsens verstehe und anwenden kann. Und dann sagen, du bist mir positiv aufgefallen, ist doch, wer fällt nicht positiv gerne auf? Und über die Konsensbetonung im Impliziten, in der Anwendung, ist auch schon eine Einladung zum Nein. Ich will gar nicht deine Grenze überschreiten, aber ich würde gern mit dir reden. Wie ist das für dich? Das ist für mich gerade ungewohnt, aber eigentlich ganz nett. Oder ich kann es gerade nicht, bin voll gestresst, liegt nicht an dir. Das ist eigentlich nur Gutes passiert. Oder man sagt, ich habe mich jetzt gefreut, dass du mich ansprichst, aber ich bin gerade in der 7. Woche schwanger und verheiratet, geht nicht, aber süß von dir. Es passiert eigentlich nichts, es ist doch eigentlich nur sweet und beide haben einen besseren Tag. Selbst die verheiratete Schwangere feiert es, dass sie gerade als attraktiv wahrgenommen wurde und dass sie jemand bemerkt hat. Wir alle leben ja in einer Kultur, wo wir sagen, keiner sieht uns mehr. Wir gucken ja auch kaum hoch. Und das ist eigentlich für alle sehr erleichternd und schön, wenn hochgeschaut wird und dann auch noch jemand so die Meile macht. Und dann können wir ja, ob es ja oder nein, gut antworten. Also man kann ja sagen, das ist eigentlich voll süß, aber ich date gerade gar nicht. Aber an dir liegt's nicht. Ich find's cool, dass du das gemacht hast. Ja. Oder ja. Ein Mann, der Konsens anwenden kann. Wie nett. Was ich auch manchmal dann sage, ist, weil ich sehe das so, wie du das gesagt hast. Und wenn ich praktiziere das auch, dass ich Frauen im öffentlichen Raum anspreche, weil ich bin auch so oldschool und Dating-Apps sind cool und geben einem viele Möglichkeiten, aber ich bin auch eher so, ich möchte die Person irgendwie sehen und wenn du die ansprichst, dann hast du schon so einen Eindruck von der Aura und also es ist viel greifbarer, als wenn du jetzt jemanden online kennenlernst. Deswegen gehe ich auch gern diesen Weg. Und klar, kommt dann manchmal, ne, so, hey, ich habe einen Freund oder keine Ahnung. Was ich dann immer sage, ist so, hey, ja, kein Problem, dann nimmst du als Kompliment. Ja, ist ja auch. Aber das ist ja ein Kompliment. So, wenn ich zu dir gehe und sage, hey, du bist mir voll aufgefallen, ne, hast du Lust, die Tage einen Kaffee trinken zu gehen oder so, dann ist es ja ein Kompliment. Ja. Das nehmen doch auch die meisten so, oder? Oder hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber ich sehe das, was du sagst, dass einige Frauen Probleme damit haben, Nein zu sagen oder die wissen dann nicht, wie sie dann das Nein sagen sollen und dann sind die einfach so, du spürst keine Verbundenheit. Es ist so, als würdest du gegen eine Wand reden. Du wirst auch nicht wahrgenommen. So. Und ich verstehe das auch, ne? Das ist vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Männern, das höre ich manchmal auch von Frauen, dass die da nicht aufhören. Ja, also die Frau setzt eine Grenze, sagt, hey, tut mir leid, ich bin jetzt, ich habe einen Freund. Und dann geben die aber nicht nach. Dann rennen die dann noch hinterher und respektieren das Nein nicht. Ja, kann ich auch was Empirisches zu sagen. Genau, und das ist, ich glaube, in Deutschland geht's noch, was ich zum Beispiel krass auch gehört habe, als ich in Italien war. Die Italiener sind da wohl sehr penetrant, was ich so mitbekommen habe von den Freundinnen, dass sie wirklich dann auch nicht aufgeben und noch hinterherrennen die ganze Zeit und das ist eine andere Kultur, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass eine solche Erfahrung dann auch dazu führt, wie du schon gesagt hast, dass es schwerfällt, Nein zu sagen oder dass sie
vielleicht sich denken, boah, ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, um meine Energie da reinzustecken, mit dem überhaupt zu reden, weil das bringt sowieso nichts. Kann ich mir vorstellen, dass es auch solche Erfahrungen gibt. Deswegen, gibt also es. ich habe die ganze Palette erlebt. Also ich habe erlebt, ne, alles. So, und damit muss man halt auch damit muss man halt auch rechnen, so, ne? Und ja, aber dafür hat man auch erlebt, dass es so gepasst hat, ne? Teilweise. Also wenn du nichts machst, wirst du auch nichts erleben. So. Und wenn du dich traust, wirst du halt die ganze Palette mal erleben, so, ne? Das ist aber sehr klug, weil auch negative Gefühle sind im Leben stehen. Und wenn man aus Angst das im Leben nicht zugreift, verpasst man es auf jeden Fall. Also es lohnt sich fast immer, sich zu riskieren. Ich sage auch oft, wenn ihr super unerfolgreich offline datet, habt ihr immer noch gelebt. Ihr wart auf Festivals, ihr habt Musik gehört, ihr habt morgens Döner gegessen, ihr habt vielleicht keinen Sex gehabt, aber ihr wart draußen, ihr habt irgendwie eine Kanutour in Schweden gemacht. Aber wenn ihr an einer Dating-App versagt, also wir machen auch Death Studies, also mit Sterbenden, die Menschen bereuen die Zeit online. Das ist nicht angeeignetes Leben. Die haben das Gefühl, dass die Zeit ist durch die Hände geflossen und es fühlt sich ja, also es gibt selten Leute, die sagen, ich habe das ganze Wochenende am Endgerät verbracht, war richtig schön. Die meisten sagen, Mist, ich fühle mich irgendwie körperlich nicht gut, habe Kopfschmerzen gekriegt, bin genervt von mir selber, habe mich nicht um mich gekümmert und habe nichts erledigt. Und das müssen wir sagen, ist kein positiver Spillover. Offline unerfolgreich daten hat immer noch den positiven Spillover vom Festival, von der Kanutour, jemanden angesprochen zu haben, es hat nicht geklappt, man hat zusammen drüber gelacht oder nur einer lacht. Und ich muss noch was zu dem Nein sagen. Wir sehen es, wir machen Konsensstudien und in 70% der Fälle von einem weiblichen Nein wird auch zum Beispiel beschimpft. Das ist nicht okay. Das ist einfach so krass. Du sollt nicht, nein, ich möchte dich nicht daten, du bist eh hässlich, ist nicht okay. Und wenn wir nochmal eine ernstere Nuance nehmen, sehen wir ja zum Beispiel immer verbreitetere Rough-Sex-Skripte, wo also nicht BDSM ist ja abgesprochen mit Safe Words, aber im Rough-Sex wird es ja einfach so gemacht. Harte Sexpraktiken, Haare ziehen, schubsen, anspucken, hart reinstoßen und so weiter. Und wir sehen einfach, dass je expliziter das Nein ist von der Frau, desto höher ist der Override. Also beim Nein der Frau fängt die Verhandlung an, was noch alles gemacht wird. Und da müssen wir wirklich ein bisschen, wir haben ja so diese Konsensdebatte, die gaukelt uns vor, es läuft ganz gut mit Konsens. In der Praxis sehen wir eine relativ hohe Katastrophe. Ja, also du hast gesagt, je härter das Nein der Frau, desto stärker die Reaktion dann von dem Mann. Ja, und zwar ich will es trotzdem machen. Also das implizite Nein, was du auch beschrieben hast, dieses Stonewalling, also ich schieb dann mein Becken ein bisschen weg, ich werde so ganz steif im Körper oder ich biete was anderes an, ist effektiver, um der Praktik, die man nicht machen möchte, zu entkommen. Und das, finde ich, ist schon ein hartes Forschungsergebnis. Wenn das Nein kommt, das ist nicht der Anfang der Verhandlung, Leute. Ne? Ja. Ich kann auch noch mal eine Geschichte erzählen, die hat mir auch letzte Woche eine Freundin anvertraut. Sie war im Zug und dann kamen da irgendwie die Kontrolleure und neben ihr auf dem Vierer saß ein junger Mann, der anscheinend nicht aus Deutschland kam und er hatte Probleme, sich da mit der Polizei oder den Kontrolleuren dort zu verständigen. Und dann hat sie ihm dabei geholfen, ne? Dass er da irgendwie mit denen kommunizieren kann. Dann hat das auch irgendwie alles funktioniert und er hat sich wieder zurück auf ihren eigenen Platz gesetzt. Und dann ist er zu ihr gekommen und hat sie nach ihrem Instagram gefragt. Und dann hat sie gesagt, du, ich habe dir gerade geholfen, ich wollte dir auch helfen und so, aber ich bin jetzt nicht daran interessiert, dass wir jetzt hier irgendwie unsere Instagram austauschen. Und dann hat er gesagt, ne, gib mir jetzt dein Instagram. Ich gesagt, nein. Dann hat er sie so gegen ihr Bein getreten, so mäßig so, gib mir jetzt dein Instagram. Und die so, hey, pass mal auf. Also, wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann ruf ich jetzt die Polizei an. Ja, und da frage ich mich echt in solchen Situationen, also da spreche ich jetzt auch als Mann, was ist denn los mit euch Männern? Also mit solchen Männern, was ist denn los mit euch? Habt ihr also da gehen wir nochmal zurück, ja, zu dem, was Lutz besser gesagt hat. Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen. Das ist keine Wertschätzung, kein Respekt. Das hat auch nichts mit Wohlwollen zu tun. Das hat was mit einem Machtgefälle zu tun. Und das ist einfach. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal für die Männer sprechen.
Ja, Macht und Frustration. Ich breche gleich auch noch eine Lanze. Ja, also ich möchte trotzdem auch nochmal für die Männer sprechen, weil ja, es gibt diese Männer, aber es gibt auch ganz viele Männer, die respektvoll, wohlwollend und einvernehmlich kommunizieren wollen und das auch tun, weil das höre ich auch manchmal von Frauen. Also wirklich so Sätze, das habe ich wirklich auch schon wortwörtlich gehört, Männer sind böse. Also sie haben wirklich nur solche schlechten Erfahrungen gemacht, warum auch immer. Ja. Und die haben dann diese Einstellung, ja, so ist das halt. Und das finde ich auch schade, weil, weißt du, ein Satz, der mich daran erinnert, es gibt Männerbashing und es gibt Hass gegen Frauen. Ich denke mir immer, Leute, dass du und ich, dass wir jetzt hier sitzen, da war ein Mann und eine Frau beteiligt. Wir sind aus beidem gezeugt. Und dann fangen wir an, im Erwachsenenalter uns gegenseitig zu hassen. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, es ist auch nicht zielführend. Es ist, also ich will auch nochmal sagen, es gibt auch sehr viel Abwertung von Männern und es wird wenig darüber gesprochen, dass da auch eine hohe Frustration auftauchen kann, weil viele Männer auch gar keinen Zugang zu Sex zum Beispiel bekommen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Zum Beispiel über die Männergruppe wird wenig gesprochen. Und was das für eine Identität auch bedeutet. Also es gibt dazu keine belastbaren Zahlen, aber so zwischen 8 und 18% aller Männer kommen nicht zum Zuge so ohne weiteres. Und was das dann auch für eine Männlichkeit bedeutet. Und da haben wir auch nicht viel anzubieten als Gesellschaft. Wie geht männlich sein denn, ohne dass man im heterosexuellen Setting jemals an die Frau kommt? Ja, da dürfen wir uns gerne ein bisschen kümmern. Und ich sage damit nicht, das erklärt oder entschuldigt so ein Verhalten. Nur es gibt ein bisschen Kontext. Und wir haben insgesamt nicht viel davon, wenn wir andere Menschen abwerten. Wir machen es ja auch in den Beziehungen total viel Heterofatalismus und diese Mental Load-Geschichte wird so durch den Diskurs geblasen und da wird dann so gesagt, Männer sind so emotional verarmt und verstehen das nicht und engagieren sich nicht und sprechen nicht. Also ich verstehe auch, wo es herkommt und es ist auch sicherlich valide. Aber es lädt auch nicht so sehr zum in Beziehung gehen ein, wenn wir in dieser Generalisierung bleiben. Und meistens löst sich ja auch auf in der Begegnung mit dem Einzelnen. Wenn wir therapeutisch arbeiten, dann wird es meistens viel greifbarer, was da in der Dynamik los ist. Also eine erlernte Hilflosigkeit, das entschuldigt auch nichts. Oder also das heißt, man kann es auch irgendwie gar nicht richtig machen. Oder auch, dass sehr viel Macht ausgeübt wird über Männer. Manche Frauen sind auch fies, auch sogar noch so verdeckt hinter so quasi feministischen Narrativen manchmal, wo dann wirklich getreten wird. Und das macht ja im Sinne von Feminismus Sinn. Es gibt strukturelle Benachteiligung. Aber in der einzelnen Sache manchmal hat es eigentlich gar nicht so gepasst. Und dann ist es manchmal besser zu gucken, aber was war denn hier genau? Also ich verstehe sozusagen die strukturelle Wut, Enttäuschung und Erfahrung mit Sexismus und Diskriminierung und alle diese Dinge. Aber manchmal rutscht es uns in die einzelne Interaktion. Und da hilft es mal auch, sich in die Augen zu gucken und zu sehen, okay, da sitzt ein Mensch, der meint es vielleicht gut mit mir und ein anderer Mensch, der meint es auch gut. Wie können wir das hier klären? Und da geht meistens total viel. Wo nicht so viel geht, ist, wenn wir ins Internet gehen und unsere negativen Geschichten teilen und dann schreiben alle drunter, ja genau. Ne, das verhärtet die Position. Es fühlt sich angenehm an. Ich war es nicht angenehm. Aber ist es zielführend? Nein, meistens nicht. Man kommt nicht, wir lernen nicht im Internet Diskursfähigkeit, die andere Perspektive übernehmen, entgrenzte Informationen zu benutzen, um verschiedene Einstellungen kennenzulernen. Wir üben auch nicht diskutieren, sondern was wir machen ist, wir üben Recht gehabt zu haben, ist ja auch super angenehm, ne? Recht gehabt zu haben ist sehr belohnend im Gehirn. Wir kriegen vorhersagbare und bedingungslose Validierung, also gibt dann ja die ganzen Netzwerke, wo es eben heißt, Männer sind schrecklich und sind schuld daran, dass beim Dating nicht klappt und andersrum. Und da findet keine Begegnung statt. Und ich sag manchmal so ein bisschen, aber mit dem Augenzwinkern, eigentlich ist schon alles da, jetzt müssten die sich nur noch treffen. Aber da bedarf es schon noch ein bisschen was, ne? Reflexion, Respekt, Wohlwollen und Anerkennung und vielleicht ein bisschen Coaching. Aber im Grunde ist schon alles da. Beide Lager wollen gesehen werden und eigentlich in Kontakt kommen. Weil das Witzige ist ja auch, die einen reden den ganzen Tag über Männer, die anderen den ganzen Tag über Frauen. Nur der Tenor müsste vielleicht noch ein bisschen. Ja, beide sind bedürftig und vulnerabel.
schade, dass es gerade so läuft mit der Verhärtung zwischen den Geschlechtern. Und beide haben negative Erfahrungen gemacht. Und was hilft uns mehr aus deiner Sicht in die Begegnung zu kommen, weil du gerade gesprochen hast? Verlangsamung, Vereinzelung quasi. Also Angelika Eck sagt verflüssigen, auseinanderziehen, gucken, was ist hier eigentlich gerade, wer bist du? Nicht Männer sind. Männer, die Sport studiert haben, sind. Ob ich vielleicht viele Annahmen haben, aber sitzt da vielleicht gerade ein toller Mensch vor mir und ich kann mehr erfahren. Also so Stereotype, Generalisierungen, Vorannahmen, die sind meistens nicht so gut für eine schöne Begegnung, sondern neugierig, ergebnisoffen und zutraulich. Da kann man auch das Gute in die anderen reinlesen. Wenn ich mir denke, du bist sicher toll, dann siehst du es schon in meinen Augen und wirst gleich toller. Also neugierig, offen und mit der besten Annahme in Kontakt gehen und dann nicht mit, ich rede nicht mit einem Stereotyp, du redest ja auch nicht mit mir als Stellvertreterin der Wissenschaft, sondern du willst wissen, worüber ich forsche. Ach, das könnte ja sogar spannend sein. Ach, die schreibt sonst Sätze sehr lang mit vielen Kommas, aber die kann auch was Pointiertes versuchen zu sagen. Vielleicht doch ganz effektiv, ne? Und dann kann man es so wieder auch ein bisschen wettmachen. Das verflüssigt. Guck mal, mit dieser Person kriege ich eine total schöne Diskussion hin, obwohl es mit anderen Stellvertreterinnen ihrer Riege vielleicht nicht geklappt hat. Und dann bemerkt auch die positiven Ausnahmen, weil unser Gehirn selektiert ja Confirmation Bias, also ich habe eine Vorannahme, mir fallen nur schlimme Beispiele ein. Meinetwegen, wir müssen wir schneiden. Jetzt habe ich einen Schnitt verursacht. Nee, alles gut. Ich will keinen negativen Stereotyp so verstärken. Nee, aber eine Annahme, ich kann dir da sogar ein Beispiel nennen, aus meiner Sicht, das ich jetzt letztens noch hatte. Das sind ja auch ganz einfache Dinge manchmal, wie die Person ist irgendwie momentan nicht so erreichbar und eigentlich aber liegt es jetzt nicht an mangelndem Interesse, sondern es liegt daran, dass die Person vielleicht gerade einfach nicht so viele, also zum Beispiel bei mir jetzt, ich war jetzt super busy die letzten Tage mit dem ganzen Umzug hier, das habe ich dir ja vorhin auch im Café erzählt und dann kam auch hier und da die Rückmeldung so, ja Leon, du bist überhaupt nicht erreichbar. Ja, es tut mir leid, es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht in Kontakt mit dir sein möchte, sondern ich bin hier von morgens bis abends in der Baustelle, muss nebenbei noch Content machen und es hat nichts damit zu tun. Und das meine ich, das ist vielleicht so ein bisschen, vielleicht nicht das Beispiel, das du nennen wolltest, aber wir haben Annahmen, wir projizieren manchmal Dinge auch in Situationen rein und da ist es, denke ich, super wichtig, wie du auch gesagt hast, in die Begegnung zu gehen, zu kommunizieren. Hey, irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast gar nicht wirklich Lust mit mir zu schreiben. Du bist irgendwie gar nicht erreichbar. Was ist denn da momentan bei dir los? Und dann kann man da offen und transparent drüber reden, anstatt Annahmen über Annahmen zu stülpen und dann entsteht da was überhaupt nicht, also entsteht ja keine Begegnung. Ja, das stimmt. Ja? Und dann gehen wir noch zu Reddit und besprechen, was es heißt, das sehen wir auch. Wir erleben was beim Dating und dann gehen wir zu Reddit und besprechen, was das heißen könnte, statt die Person zu fragen. Und dann gibt es da ja ganze Netzwerke, die machen dann so Meta-Analysen, was das heißen könnte, wo man von außen auch denkt, oft die Situation ist eindeutig. Einer hat da geschrieben, ich habe eine gedatet, es lief voll gut, ich habe ihr Geschenke gemacht und haben uns verabredet, wir hatten auch schon Petting und dann hat sie immer weniger geschrieben. Jetzt habe ich ihr zum Valentinstag Blumen geschickt und sie hat Yikes zurückgeschrieben, also Igitt. Was mag das bedeuten? Soll ich es nochmal versuchen? Und da denkt man von außen, nein, du sollst nicht versuchen, ist Schluss. Aber er war noch so, hat da so eine große mystische Sache draus gemacht und es wurde dann auf Reddit ganz viel diskutiert, was er noch machen kann. Aber ich muss sagen, schickt ihr Blumen und es kommt Yikes zurück, dann müsst ihr nicht auf Reddit gehen, dann war es das eigentlich. Ne? Also, und dann wird es vielleicht am besten sein, das in die Beziehung reinzuholen und mal zu fragen, statt wir erleben was und ich frage auf Reddit unbekannte Dritte, genau. Was das wohl sein mag, ist sozusagen das Gegenteil von Begegnung und da mischt sich auch immer das Digitale so rein. Und ich habe jetzt ein gutes Beispiel gefunden. Ich werde zum Beispiel oft angeschrieben, das ist auch unangenehm für die Wissenschaft, kann die Wissenschaft auch mal hören. Ich werde oft angeschrieben von männlichen Wissenschaftlern, die dann so Vorschläge haben, wie ich sonst noch so forschen könnte, wenn die was hören. Hast du schon mal daran gedacht, Kommentare auf Reddit zu analysieren oder Profiltexte zu analysieren? Oder denkst du auch daran zu gucken, wie schlecht Männer im Online-Dating behandelt werden?
Und es waren immer unangenehme und nicht ergebnisträchtige Begegnungen. Also die wollten dann entweder Kontakt oder einfach nur meckern oder konnten das, was sie angeboten haben, auch gar nicht, zum Beispiel statistische Analysen machen, kommen dann auf so Arbeitsangebote. Und ich habe aber immer gesagt, ich will nicht das grundsätzlich ablehnen, ich bleib offen. Und dann hat mich Georg Groh von der TU München angeschrieben und die E-Mail klang genau gleich. Er hat gesagt, ich habe dich in Medien gesehen, dein Thema ist geil, ich bin Computing Scientist, kann ich dir helfen? Weil du hast die Ideen, ich habe die nerdigen Methoden. Und dann habe ich nur gedacht, oh, schon wieder. Und dann habe ich aber zurückgeschrieben, ja okay, aber nur wenn 6 Paper bei rauskommen. Und wir sind am 6. Paper. Er wollte das machen und hat geliefert. Und stell mal vor, ich hätte nicht den Jahrhut aufbehalten, wie wir in Dänemark sagen. Ich habe so gedacht, nein, ich bleibe jetzt positiv. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir haben ein Lab zusammen, You Gotta Love AI Lab. Wir lieben uns. Wir haben viele Studis, wir haben PhDs. Das ist eine ganze wissenschaftliche Liebesgeschichte sozusagen daraus entstanden, weil ich mich dazu gezwungen habe, nicht zu generalisieren. Leute, die dich anschreiben, hey, willst du das nicht mal so untersuchen? Oder männliche Leute. Ist nix. Und dieser eine war aber super toll. Und dem haben wir viele von den Einblicken zu verdanken, die wir hier heute besprochen haben, weil er Big Data Analysen kann. Das konnte ich ohne ihn nicht. Ich habe gar nicht diese riesigen Computer. Die haben so riesige Computer im Keller der TU, die gekühlt werden. Hatte ich vorher nicht. Ja, das vielleicht. Ich will zum Schluss noch mal kurz auf Green und Red Flags eingehen. Du hast ja so ein paar Szenarien schon besprochen gerade, wo ja Leute das vielleicht auch, du hast es genannt, die machen dann so ein Mysterium aus der Beziehung und sehen dann vielleicht auch gar nicht mehr so klar, ne? Und vor allen Dingen, ne, wenn dann gewisse Dynamiken im Spiel sind, dann sehen sie vielleicht auch nicht mehr klar, was ist das jetzt, ein Green Flag, wenn man das jetzt mal so labelt, ja, oder ist das jetzt eine Red Flag? Was sind aus deiner Sicht, ne, wenn man jetzt sagt, okay, alles klar, ich habe die Regeln von Johanna befolgt und ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf eine Person und so weiter und so fort, ja? Was sind Green Flags und was sind Red Flags? Also eine Green Flag, die finde ich total lustig, habe ich gestern zugeschickt gekriegt, war auf Bumble ein Profil, da habe ich auch einen Screenshot, da stand, date nur Personen, die den Hotel Matze Podcast gehört haben mit Johanna Degen. Können wir jetzt erweitern um zum Beispiel jemand, der sagt, war bei Mindseed und hat da reflektiert, wie er oder sie datet. Nein, das ist nur ein Scherzchen. Genau, statt es so mystisch zu machen, was wir nämlich auch sehen, ist so ein, wir nennen das Desperate Reinterpretation Bias, dass man sozusagen so sehr Beziehung will, dass man das Yikes noch umdeutet zu, da geht noch was. Also, aber da sieht man auch mal, wie viel es eigentlich zählt, um was es alles geht, wenn ich bei sowas Eindeutigem erstmal ein Fass aufmache, wie kann ich das verstehen? Und jetzt mal ganz in Kürze, was sind Green und Red Flags? Also bei den Red Flags blutet mir ja immer ein bisschen das Herz, weil wir sehr viele Beziehungen auch sehr schnell kappen, wenn im Prinzip was schief läuft, was in der Situation aber vielleicht okay war. Aber ein paar habe ich schon. Also eine, die ich wirklich auch so meine, ist Menschen, die sehr davon überzeugt sind, gut zu sein. Das ist auch forschungsmäßig sehr belegt. Je mehr ich von meiner moralischen Richtigkeit überzeugt bin, desto unbarmherziger handle ich. Also wenn ihr jemanden datet, der so denkt, ich habe schon meistens recht und ich bin eine tolle Person, lade wenig Schuld auf mich, das könnte ein bisschen gefährlich sein. Da würde ich mal ein bisschen nachhaken, so, wirklich, meinst du nicht alle machen sich schuldig in Beziehung? Oh, besser, ein bisschen besser ist so jemand, also soll auch nicht so eine, in Anführungsstrichen, Opferidentität sein, wo jemand sagt, nein, ich mach mich nur schuldig und Entschuldigung, wo das dann so unkonturiert wird, aber jemand, der so sehr denkt, ich stehe moralisch auf der richtigen Seite, es gibt Gut und Böse und das war falsch, da würde ich sagen, dürft ihr mal ein bisschen nachhaken, weil das gibt auch einen langen Rattenschwanz. In Beziehungen fügen wir uns Schmerz zu. Wie geht ihr mit so einer Person um im Falle von einer Affäre? Die sind sehr wahrscheinlich. Da gibt es nicht viel Verhandlungsspielraum und das wirkt auch nicht sehr barmherzig, verzeihend und verstehend oder neugierig und anerkennend. Ja, also wenn jemand so sehr denkt, es gibt richtig und falsch und ich bin schon richtig, das wäre eine, die ich ernst meine als Red Flag. Dann, wenn die zweite ist, wenn das, was ich sage, nicht zu dem passt, wie ich handle. Wenn ihr mal vertröstet werdet, wir machen noch ein ganz tolles Date, ich bin eine großzügige Person, aber handelt nicht großzügig, macht keine Dates. Also wenn Handlung und Sprache auseinanderklaffen, das ist nicht so gut.
Was auch nicht so toll ist, wenn man so im Zweifel gelassen wird, zum Beispiel bei dem Umzug. Schreibt man halt einen Text, ich bin in nächster Zeit voll viel beschäftigt, ich nehme es nicht persönlich, ich werde mich nicht melden oder ich melde mich in genau 4 Wochen und dann macht die Person das auch. Also es geht sozusagen nicht um die Schreibfrequenz, sondern um die Transparenz. Werde ich mit Respekt behandelt? Weil man kann sich auch so ein Flirt zerschreiben. Ne? Man muss nicht immer schreiben, aber seid doch transparent, sag, ich schreibe gerne ein paar Mal die Woche, weil ich habe super viel zu tun und ich würde am liebsten mit dir reden. Dann ist keiner im Zweifel. Also ist da kommunikativ ein Skillset vorhanden, was zum Beispiel auch Konsens moderiert. Kann ich dich gerade stören? Darf ich deine Füße massieren? Willst du dich da mal aufs Bett schmeißen und ich spring drauf? Vielleicht ja. Ja, also ist da jemand, damit meine ich nicht, dass man nicht implizit Konsens aushandeln kann. Das ist auch natürlich total sexy. Es muss nicht explizit sein. Aber ist da so eine Sensibilität vorhanden? Das wären so Sachen, das sind ganz gute Zeichen. Johanna, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Und zwar stell dir vor, du könntest jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken und sie werden den alle lesen. Welcher Satz wäre das? Jeder Mensch hat einen goldenen Kern. Johanna, wo können die Menschen dich finden? Meine Studien kann man bei Google Scholar finden. Kann man alles nachlesen. Ich schreibe auch manchmal Bücher, meistens wissenschaftliche, aber manchmal auch essayistische. Bei Psychosozial gibt's die. Nicht verschrecken lassen. Das ist ein Wissenschaftsverlag, aber die haben auch eine essayistische Buchreihe. Zum Beispiel zum Online-Dating habe ich da auch geschrieben. Bei Instagram bin ich zu finden. Ich habe auch einen Podcast, Liebeslabor heißt der, da erzähle ich aus unserer Forschung. Ziemlich unmittelbar, sogar bevor die Studien veröffentlicht sind, erzählen wir schon, was im Love Lab so alles rausgefunden wird. Und ist auch ein bisschen so ein strittiger Podcast. Also wir haben einen Co-Host, der auch mal widerspricht und so aus der Allgemeinbevölkerung so Stimmen wiedergibt. Ich finde es witzig, sagt oft ja, aber. Wer da sich ein bisschen triggern lassen will. Oder das finde ich gut, der prüft richtig. Ach, das ist der, ne? Ja, aber. Wie geht denn jetzt Konsens? Wirklich, muss ich alles versprachlichen? Ja, aber. Nee. Und dann ist mein Stuhl manchmal heiß und ich muss mal zusehen, ob das haltbar ist. Die Links zu Johanna findet ihr in der Beschreibung. Johanna, vielen lieben Dank, dass du heute als erster Gast hier im neuen Studio warst. Hat Spaß gemacht. Hab das Gefühl, wir haben gerade erst Luft geholt, können direkt weiterreden. Weiter geht's. Danke dir. Danke dir.